Wir haben hier noch einen Roller, der wirklich alles andere als alltäglich aussieht. Chris, komm bitte nach vorne und stell uns mal deinen Roller vor. Jetzt ist Chris hier oben vom Rocket Race Club. Der hat diesen wunderschönen Roller gebaut. Chris, stell dich doch bitte kurz vor. Ja, ich bin der Chris aus München, gehöre keinem Rollerclub an, weil ich schraube eigentlich Roller und Motorräder, alles bunt gemischt. Und ich habe mir gedacht, ich muss mal Sprintrennen fahren und möchte aber keine Vespa und keine Lambretta bauen, sondern eben was man so vielleicht noch nirgends gesehen hat. Eins kann ich dir sagen, das hat geklappt. Ich habe so einen Roller in der Form noch nicht gesehen. Ich erzähle mal ein bisschen so Hintergrundinformationen. Ich kannte Chris schon, bevor er diesen Roller gebaut hat. Und er hat mir dann mal irgendwann so auf dem Handy hat er mir Computerbilder von einem Roller geschickt, was er so gezeichnet hat und wie er sich so einen Roller vorstellt. Und ich dachte mir so, cool, auf dem Computer schöne Roller machen können viele. Sah wirklich geil aus, das Bild. Aber ich dachte so, ob er schafft, das umzusetzen, das hielt ich für relativ unwahrscheinlich. Vor allem, er wollte zu einem Rennen, was 9 Monate später stattfand. Und es gab einfach nur eine blöde Computerzeichnung. Chris, ich habe nicht einen Tag zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass du das schaffen könntest. Wie hast du das so schnell gebaut? Ja, also dein Gesicht hat mir besonders gut gefallen, als ich dann nach Belgien kam, nach Spa und ich den Roller vom Hänger geschoben habe. Also ich bin ja Designer und ich muss alles, was ich baue, visualisieren und auch während ich baue, auch immer wieder abgleichen. Also die Skizze entwickelt sich immer weiter. Das ist nicht so, dass ich eine Skizze habe, die fertig ist und dann wird der Roller genauso gebaut, sondern das ist halt auch so ein Prozess. Was wir jetzt natürlich wissen wollen, was hast du an einzelnen Sachen verbaut? Also was ist das Modell, wie hast du den Rahmen verlängert, was ist das für ein Motor? Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Also ursprünglich ist es keine NSU Lambretta, sondern eine NSU Prima aus Deutschland. Die früheren NSU-Modelle waren ja Lizenzmodelle von Lambretta. Das ist ja ein rein deutsches Modell, Baujahr 59. War mal 150 Kubik, Dreigang. Und von dem Originalroller ist eigentlich nur noch der vordere Teil des Rahmens bis etwa hier und die Karosserie übrig geblieben und alles andere ist aus unterschiedlichsten Quellen oder selbst gebaut. Vielleicht vorne angefangen eine Lambretta-Gabel, eine spanische Lambretta-Gabel, 8 cm gekürzt, jetzt nur noch mit 2 cm Federweg. Dann habe ich mich hier noch so Federwegseinsteller gebaut, um dann wirklich den Federweg schön einstellen zu können. Der Rahmen wurde hinten komplett verlängert, sodass der Motor jetzt etwa 20 cm weiter hinten sitzt, als er original wäre. Das heißt, der Radstand ist auch 20 cm länger als eine Lambretta. Und der Motor ist ein Casa Performance SSR 265, luftgekühlt, hat aber von Micky und vom Team einen Prototypenzylinder bekommen, sodass er eigentlich das Layout vom Wassergekühlten hat, aber ein luftgekühlter Zylinder ist und hat, ich glaube, 56 PS. Also Chris, 56 PS, Spezialmotor, das ganze Fahrwerk ist umgebaut, selbstgeschweißter Rahmen. Das ganze Ding ist von daher schon der völlige Wahnsinn, aber der absolute Wahnsinn an diesem Roller ist einfach die Gesamtoptik, die du geschaffen hast. Und ich finde ja immer, an einem Custom gibt es eine Kategorie, die vor allem anderen zählt. Sieht es geil aus oder nicht? Und das Ding sieht so unfassbar geil aus. Von daher bitte einen geilen Applaus für Chris.